Zeit für die vierte und letzte Folge unserer Serie Die Stadt im Mittelalter. Diesmal klären wir die Frage, wer im Mittelalter alles so in einer Stadt leben konnte. In der vorherigen Folge ging es um die Ratsherren, die wir hier sehen und die sehr gut an dem Pelz erkennbar sind, den sie an ihrem Mantel tragen. Der Stadtrat wurde in eigentlich allen Städten zunächst aus Patriziern gebildet. Die nennt man auch städtische Elite, die sich vor allem aus reichen Kaufleuten zusammensetzte. Und hier sehen wir die Elite, wie sie sich so ihre Zeit vertreibt. Mit Essen, Karten, Brettspielen und das wichtigste Spiel, das haben wir hier, das Schachspiel. Seit dem Hochmittelalter gilt Schach als das Spiel des Adels. Es gehörte sogar zu den Leistungen, die ein guter Ritter erbringen musste. Dass das Spiel hier gezeigt wird, ist ein klarer Verweis darauf, dass sich die Ratsherren als ebenbürtig zum Adel sehen. Auch das Turnier, das hier veranstaltet wird, soll uns das deutlich machen. Aber natürlich wohnte in der Stadt nicht nur die reiche, prassende Elite. Natürlich nicht. Eine weitere wichtige Gruppe bildeten die Handwerker. Denn Städte waren nicht nur wichtige Handelszentren, sondern auch Orte der handwerklichen Spezialisierung. Hier konnten sich viele verschiedene Handwerker herausbilden, die sich mehr und mehr in Zünften organisierten. Zünfte wurden Anfang des 19. Jahrhunderts abgeschafft, sodass es uns heute schwerfällt, uns vorzustellen, was die eigentlich mal bedeuteten. Zünfte kontrollierten die Anzahl von Handwerkern und Gesellen, die Arbeitszeiten, Preise und Qualität. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts erkämpften sich die Zünfte zudem in vielen deutschen Städten die Mitgliedschaft in den Stadträten. Und alle, die ein Handwerk ausüben wollten, mussten Mitglied in einer Zunft sein. Die Aufnahme war nicht ganz so einfach. Die speziellen Regeln sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Aber um als Geselle in einer Zunft aufgenommen zu werden, musste man grundsätzlich ehelich geboren, männlich und Christ sein. Die Städte boten aber auch der jüdischen Bevölkerung einen Lebensraum. Diese Mikwe, das rituelle Tauchbad einer jüdischen Gemeinde, ist ein Beleg dafür. Fast die gesamte jüdische Bevölkerung Deutschlands lebte in den Städten. Das lag daran, dass sie als Nichtchristen von der Grundherrschaft ausgeschlossen waren. Sie durften also kein Land kaufen. Und weil sie aufgrund ihrer Religion kein Zunftrecht inne hatten, durften jüdische Menschen nur bestimmte Berufe ausüben, woraus sich bis heute zahlreiche antisemitische Vorurteile speisen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Stadtluft auch früher nicht unbedingt frei machte. Aber damit sind wir am Ende unserer kleinen Reihe zur Stadt im Mittelalter. Und jetzt seid ihr dran. Was bedeutet das Stadtleben für euch? Lebt ihr lieber in der Stadt oder auf dem Land? Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal hier wieder.